Sie war schon spät dran, es war 6:47 Uhr morgens und sie hatte fast nicht angehalten. Aber irgendetwas am Straßenrand ließ sie langsamer werden. Ein 29 Kilogramm Malinois, der völlig reglos neben einer verrosteten Leitplanke saß und ihr Auto beobachtete. Sie hielt an. Sie setzte sich auf den kalten Kies, knapp einen Meter entfernt, und sagte kein einziges Wort. 4 Minuten später kam er auf sie zu und drückte seinen Kopf gegen ihr Knie. Das war vor 14 Monaten. Seitdem hat er ihre Seite nicht verlassen. Ihr Name war Nina. Sie war 27 Jahre alt, arbeitete als Physiotherapeutin in Hamburg und hatte 0 Erfahrung mit belgischen Malinois. Sie hatte keine Ahnung, worauf sie sich einließ. Niemand hatte sie gewarnt. Niemand hatte ihr erklärt, was es bedeutet, einen Malinois nach Hause zu bringen. Und selbst wenn jemand das getan hätte, hätte sie wahrscheinlich nicht zugehört. Manche Entscheidungen kommen nicht aus Recherche, die kommen aus einer Leitplanke um 6:47 Uhr morgens und einem Hund, der dich so ansieht, als wärst du genau die Person, auf die er gewartet hat. Seinen Namen entschied sie noch am selben Morgen: Sion. Ein 29 Kilogramm Malinois mit schwarzem Gesicht, bernsteinfarbenen Augen und Ohren, die kerzengerade nach oben standen wie Radarantennen. Er war nicht aggressiv, er kauerte sich nicht weg, er schaute sie mit einem Ausdruck an, der kaum zu beschreiben war. Nicht verzweifelt, nicht hoffnungsvoll, etwas Ruhigeres als beides. Als hätte er bereits akzeptiert, was auch immer als nächstes kommen würde. Sie fuhr zur Arbeit mit einem 29 Kilogramm Malinois auf dem Beifahrersitz, der die Straße beobachtete, als hätte er das schon 1000-mal gemacht. Also Leute, das ist das, was die meisten Menschen über belgische Malinois nicht verstehen, bis es zu spät ist. Das sind keine Hunde, die still in euer Leben passen. Sie wurden gezüchtet, um zu arbeiten, zu schützen, sich zu fokussieren. Wenn ein Malinois entscheidet, dass eine Person seine ganze Welt ist, gibt es daran nichts Subtiles. Sion entschied das ungefähr 4 Minuten, nachdem sie sich auf diesen Kies gesetzt hatte. In der ersten Woche gab Nina 300 € für eine Transportbox. Sion verbrachte 11 Minuten damit, sie zu zerstören. Sie kaufte eine zweite. Er brach den Verschluss mit der Nase ab. Sie gab auf und ließ ihn neben ihrem Bett schlafen. Er schlief nicht auf dem Boden. Er schlief mit dem Rücken an ihre Beine gepresst, den Kopf auf der Matratzkante, die Augen halb offen zur Tür. Jede einzelne Nacht. Er bewachte nicht ihr Bett, er bewachte sie. Bis Ende der 2. Woche hatte Nina 3 Dinge akzeptiert. Erstens, Sion würde nie weiter als 1 Meter von ihr schlafen. Zweitens, er würde nie erlauben, dass sie duscht, ohne vor der Tür zu sitzen. Drittens, er hatte zu allem eine Meinung, kommuniziert vom leisen Grummeln bis zu einem extrem missbilligenden Seufzen. Krass, oder? Und das Seltsamste daran war, dass Nina sich nach ein paar Tagen dabei ertappte, wie sie ihm antwortete. Einfach so, mitten in der Küche, mit einem Malinois, der sie mit gerunzelter Stirn anschaute, als wäre sie die Irrationale von beiden. Er mochte es nicht, wenn sie zur Arbeit ging. Nicht ängstlich, nicht destruktiv. Er saß einfach von dem Moment, in dem sie ging, bis zu ihrer Rückkehr an der Haustür. Ihre Nachbarin erzählte ihr das. 2-mal am Fenster vorbeigegangen, Sion jedes Mal völlig reglos. Nina fragte, wie lange. Die Nachbarin sagte, den ganzen Tag. Keine Pause, kein Herumschlendern, einfach sitzen, warten, bewachen. Als hätte er sich selbst den Auftrag gegeben und nahm ihn todernst. Nina fing an, in der Mittagspause nach Hause zu kommen, nicht nur wegen des schlechten Gewissens, sondern weil der Blick auf Sions Gesicht um 12:15 Uhr der schönste Moment ihres Tages war. Er sprang nicht, er bellte nicht, er machte ein tiefes Geräusch in seiner Brust und ging in einer geraden Linie auf sie zu. Dann lehnte er sich so fest gegen ihre Beine, dass sie einen Schritt zurücktreten musste. Dasselbe Geräusch, derselbe Gang, dieselbe Anlehnung, jeden einzelnen Tag. Du schaust noch, hast aber noch nicht abonniert. Drück auf den Abonnieren-Button. Du willst sehen, was als nächstes kommt. 6 Wochen später passierte etwas, das alles veränderte. Nina hatte eine schlimme Nacht. Die Art, die sich nicht ankündigt, die einfach gegen 2 Uhr nachts auf dich fällt. Sie saß auf dem Küchenboden im Dunkeln, den Rücken gegen den Schrank und trug Dinge in sich, von denen sie niemandem erzählt hatte. Schon lange. Sie hatte gelernt, damit alleine klarzukommen. Oder zumindest hatte sie sich das eingeredet. Sion kam aus dem Flur. Er fand sie so, wie Hunde genau die Person finden, die sie am meisten braucht.
Kein Zögern, kein Umweg. Er überquerte den dunklen Raum, als wüsste er genau, wo sie war, bevor er sie überhaupt sehen konnte. Er legte sich an ihre Seite, das Kinn auf ihrem Oberschenkel und blieb 2 Stunden lang ohne Bewegung. Sie sagte nichts, er tat nichts. Und irgendwie war das genau das, was sie brauchte. Manche Geschichten sind zu wichtig, um sie für sich zu behalten. Das hier ist eine davon. 3 Monate nach der Leitplanke begann Nina jeden Morgen mit Sion zu trainieren. Nicht, weil er Disziplin brauchte, sondern weil sie erkannte, dass er auf einen Sinn gewartet hatte. Belgische Malinois brauchen Arbeit, so wie Menschen Bedeutung brauchen. Sion beim Training zuzusehen, war, als würde man jemandem endlich das Sein sehen, wofür er geboren wurde. Er war schnell, erinnerte sich beim ersten Versuch an alles und schaute sie dann an mit einem Blick, der sagte, was noch? Ihre Trainerin sagte, Sion sei einer der fokussiertesten Hunde, mit denen sie je gearbeitet habe. Und sie sagte etwas, das Nina nicht mehr losließ. Er schützt dich nicht vor Dingen, er schützt dich vor allem. Das ist ein Unterschied. Nina verstand das 3 Wochen später. Um 3:19 Uhr nachts hielt ein Auto vor ihrem Haus mit laufendem Motor und bewegte sich 6 Minuten nicht. Sie schlief. Sion hörte es. Er stand am Fenster in völliger Stille, jeden Muskel reglos und beobachtete dieses Auto mit der Konzentration eines Hundes, der genau weiß, was er tut. Das Auto fuhr weg. Nina erfuhr es am nächsten Morgen durch die Kameraaufzeichnungen. Sie schaute es 3 Mal an, dann sah sie Sion neben ihr auf dem Sofa und dachte an die Leitplanke, die 4 Minuten Stille, bevor er auf sie zugegangen war. Sie dachte an denjenigen, der ihn dort zurückgelassen hatte und entschied, der hatte ihn nicht verdient. Heute ist Sion die Art von Hund, bei dem Menschen auf der Straße stehen bleiben, nicht wegen seiner intimidierenden Wirkung, obwohl die vorhanden ist, sondern wegen der Art, wie er sich neben Nina bewegt. Er läuft nicht neben ihr, er läuft mit ihr. Die meisten Menschen spüren diesen Unterschied, auch wenn sie ihn nicht erklären können. Er schläft immer noch jede Nacht an ihre Beine gepresst. Er stimmt immer noch an der Tür, wenn sie geht. Er macht immer noch dieses tiefe Geräusch, wenn sie nach Hause kommt, jedes Mal, ohne Ausnahme. Nicht jeder Hund, der an einem Autobahnrand landet, ist durch Zufall dort gelandet. Manche wurden zurückgelassen. Und manche von denen, wenn du Glück genug hast anzuhalten, verbringen den Rest ihres Lebens damit, sicherzustellen, dass du dich niemals so fühlst. Nehmt euch die Zeit zu verstehen, was ein Hund wirklich braucht. Lernt die Rasse kennen, versteht die Energie, das Engagement, die Loyalität. Denn das, was ein Hund wie Sion zurückgibt, lässt sich nicht messen. Es ist einfach da. Jeden Morgen, jeden Abend, jedes Mal, wenn ihr durch die Tür kommt. Nina hat Sion nicht gerettet. Sie hat ihm einfach einen Ort gegeben, wohin er all das tun konnte, was er schon für sie aufgespart hatte. Ist das Liebe oder ist es etwas tiefer als Liebe? Hättet ihr an jenem Morgen angehalten? Schreibt es mir in die Kommentare.